Amazon stand. Okay. Ja, hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es, wie angedroht, ein weiteres Schuh-Unboxing. Diesmal allerdings zu etwas normaleren Schuhen, glaube ich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir sie wie immer zusammen auspacken und anprobieren. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, kurz nochmal zu dem Thema normalere Schuhe. Warum braucht denn jemand wie ich, der immer so speziell aussieht, normale Schuhe? Erstens sehe ich 90% der Zeit in meinem Privatleben aus wie ein Pfannkuchen. Und außerdem kennt das, glaube ich, jeder. Es gibt einfach immer wieder Situationen, wo man weder 15 cm Stilettos von Pleaser noch 20 cm Plattformboots von Demonia tragen kann. Man braucht einfach hin und wieder normale Schuhe. Und deswegen habe ich neben meinen paar Arbeitssneakern und meinen Arztgehschuhen, #Instagram-Insider, einfach mal wieder was Neues gebraucht. Und diesmal ist es eine Stiefelette geworden. Und zwar von der Marke Dockers by Geli. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die gibt es unter anderem, soweit ich weiß, auch bei Deichmann. Ich habe meine jetzt allerdings bei Amazon bestellt. Die kamen recht zügig an und waren hier in diesem hübschen, ja, hübsch ist anders, ich weiß, schlichten weißen Karton drin, sagen wir es so. Mir persönlich ist das Packaging eigentlich egal. Klar, ich freue mich über einen hübschen Karton, aber ich schmeiße die immer weg, weil ich hebe meine Schuhe nicht in den Kartons auf. Von daher ist es mir relativ egal. Und hier steht jetzt Biker-Stiefelette drauf. Auf Amazon hießen sie Combat Boots. Ich weiß nicht, ob sie eine genaue Bezeichnung haben. Ich glaube, die haben nur eine Kennnummer. Ich verlinke euch die Schuhe auf jeden Fall unten in der Infobox wieder. Für den Fall, dass sie euch gefallen, braucht ihr dann nicht lange suchen. Und ich würde sagen, wir gucken aber erstmal einfach in den Karton rein und schauen uns an, wie sie denn überhaupt aussehen. Wie gerade schon gesagt, schauen wir uns den Schuh jetzt mal an und wir machen auch in dem unspektakulären Karton weiter mit eher liebloser Verpackung, aber darum geht es ja auch im Endeffekt eigentlich nicht. Es geht um den Schuh und hier ist auch schon der erste davon. Wie gesagt, eine Stiefelette, wie ihr jetzt sehen könnt, mit Blockabsatz, komplett in schwarz. Leder. Es ist, soweit ich das gelesen habe, auf Amazon kein Leder für die Leute, die das interessiert. Greift sich aber trotzdem sehr schön und wertig an. Ja, ist relativ normal, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr sowas findet, aber ich finde, das ist jetzt ein recht normaler Schuh. Ich fand ihn ganz hübsch mit den Schnallen hier. Das sind übrigens wirklich nur Dekoschnallen, da kann man nichts einstellen. Man kann ihn nur vorne schnüren und hier auf der Seite ist halt ein Reißverschluss. Hier seht ihr jetzt auch nochmal diese Marke, quasi das Logo. Für alle, die es eventuell nicht kennen, wie gesagt, gibt es auch bei Deichmann. Und ich habe den Schuh jetzt in Größe 40 genommen. Das ist meine ganz normale Schuhgröße. Bin gespannt, ob er passt. Er sieht für meine Verhältnisse relativ schmal aus. Ich bin gespannt, aber sowas läuft sich auch mal ein bisschen ein. Sohle ist sehr, ich sag jetzt mal, geeignet für meinen Wohnstil. Ich wohne ja sehr ländlich, wie ihr vielleicht mittlerweile die meisten von euch wissen. Und alles, was ihr als Feldweg bezeichnet, bezeichnen wir hier schon als Straße. Daher passt das ganz gut. Wir haben hinten, wie gesagt, einen kleinen Blockabsatz mit, ich schau mal kurz, ja, 6 cm Absatz, würde ich behaupten. Damit sollte ich hier recht glücklich werden und auch zum Beispiel Auto fahren können. War ja bei den Demonias nicht so ganz der Fall. Erzähle ich euch vielleicht irgendwann nochmal. Ja, auf jeden Fall, das ist der Schuh. Ich finde ihn sehr hübsch, so für den Alltag, für auch normalere Outfits. Wie gesagt, ich laufe nicht immer so rum wie in meinen Videos oder auf Instagram. Glaubt das nicht, das ist Social Media. Nur um das nochmal zu verdeutlichen. Und ich würde sagen, ich probiere den einfach mal an und guck mal, ob der passt und wie der sich so läuft. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body, so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion, be on you like lotion. I'm honest and broken, I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me, I'm broken. My heart that you stolen, hey. Stay with me, play with me, lay with me. Hate to see when you leave, chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me, and I really don't want you to ever leave. On your body feels like taking on a drug. Wie ihr gerade sehen konntet, läuft sich der Schuh wirklich sehr gut. Ich glaube, den kann man auch ohne Probleme länger tragen, denn er fühlt sich jetzt schon sehr bequem an. Er ist noch ein bisschen steif. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Das
ist aber recht normal und wird sich, denke ich, auch legen, wenn er ein bisschen eingelaufen ist. Die Größe passt auch, also ist stimmig, 40 ist auch 40, ganz normale Schuhgröße. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Schuh. Als ich ihn bestellt habe, hat er 49,90 € gekostet und das finde ich echt okay, weil für mich ist es wirklich ein sehr schöner Schuh und auch die Verarbeitung ist jetzt auf den ersten Blick so, dass ich sage, das könnte was Längeres werden zwischen diesem Schuh und mir. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er beim ersten richtigen Tragen auseinanderfällt. Von daher passt auf den ersten Blick wirklich alles. Klar, Haltbarkeit zeigt die Zeit, aber so jetzt für den Anfang bin ich wirklich sehr zufrieden, zumal ich halt wirklich glaube, dass das ein neuer Alltagsfavorit von mir werden könnte, den ich privat halt außerhalb der Arbeit, wie gesagt, weil da brauche ich meine Sportschuhe, echt oft tragen werde, denn ich muss gestehen, ich bin privat gar kein Fan von zum Beispiel Sneakern. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, was ihr so privat tragt, das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich persönlich finde diesen Sneaker-Trend ganz schrecklich. Ich weiß, das werden einige von euch gar nicht nachvollziehen können, aber für mich sind Sneaker tatsächlich einfach Sportschuhe und die unter jedem Outfit zu jedem erdenklichen Anlass zu tragen, ist einfach so verkehrt. Ich habe es selbst ausprobiert und habe mich gar nicht wohl gefühlt, deswegen trage ich jetzt lieber wieder sowas hier. Und kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ich verurteile da niemanden, aber für mich ist es halt nichts. Ja, deshalb denke ich, ich werde mit diesem Schuh sehr viel Spaß haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Meine Überleitungen heute sind göttlich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Bis bald.